안녕하세요. 유로킨입니다. 오늘은 2월 12일이고요. 네, 지난번에 메르켈 총리가 록다운을 다시 3월 7일까지 연장하겠다 이렇게 발표를 해서 국민들은 원성을 사고 있는데요. 근데 이 인시덴트 살, 그러니까 인구 10만 명당 감염자 수가 처음에는 50명까지 되면은 록다운을 해제해 주겠다 이렇게 얘기를 했고, 지금은 다시 또 말이 바꿔져서 35명이 되면 인구 10만 명당 감염자 수 35명까지 내려가야지 록다운을 해제해 주겠다 이런 얘기를 해서, 정부가 무슨 양치기 소년도 아니고 말을 이렇게 계속 번복하네요. 그래가지고 그 최대우 국회의원 크리스토프 씨는 국민들이, 특히 호텔 요식업계에 종사하는 사람들이 메르켈 총리의 발언, 그렇죠, 우리 끝까지 조금만 더 견뎌봅시다 이런 얘기를 계속해요, 메르켈이. 그러니까 이 말을 더 이상 들어줄 수가 없다 이렇게 얘기하면서 분통을 터뜨렸는데요. 이 메르켈 총리는 이 발언 이후로 지금은 같은 정당의 최대우, 또 다른 최대우 심케 씨한테도 비평을 들었는데요. 동독 사람들은 생존 위협에 있다, 처해 있다. 그래서 정부가 기업들에 대한 재정 보조를 하는데 아주 조금 오거나 아니면은 아예 오지 않는 경우도 많다. 네, 이렇게 해서 국민들이, 동독 사람들이 생존 위협에 처해 있다 이렇게 얘기를 했고요. 네, 제가 지난번에 유럽연합의 백신 구매 실패에 대해서 언급을 했는데요. 그 이후에 제가 좋아하는 핫 아바 페어 시사 토크쇼에서 그 문제를 다루었습니다. 그래서 정치인, 기자, 그리고 유럽연합에서 관계에서 일하는 사람들 이렇게 나와서 톡쇼를 했는데요. 그 톡쇼에서 뭐라고 얘기를 했느냐. 근데 이 톡쇼에서 얘기한 내용을 보면 정말 이 우르슬라 폰 델 라인이 낙하산 인사다 이런 얘기가 나왔고요. Sie alle waren Spitzenkandidaten bei der Europawahl. Chef der EU-Kommission ist aber keiner von ihnen geworden. Schade. Auch schade. Die vielen Stimmen der EU-Bürger, die an sie gingen, haben für das Amt nie gezählt. Ursula von der Leyen wurde stattdessen neue Präsidentin der EU-Kommission, obwohl sie bei der Europawahl gar nicht angetreten war. Herr Krause, was haben Sie gedacht, als Sie mitgekriegt haben, es wird keiner der Spitzenkandidaten, sondern es kommt jemand, der aus dem Hut gezaubert wird? Ja, ich habe gedacht, dass damit Vertrauen verloren geht. Vertrauen entsteht, wenn man sagt, was man denkt und tut, was man sagt. Und wenn einer dieser beiden Schritte nicht gegangen wird, dann geht er schief. Ansonsten habe ich gedacht, ein genialer Schachzug von Macron, indem er Frau von der Leyen präsentierte. So konnte er einen deutschen Präsidenten der EZB verhindern. Hat er blendend hingekriegt. Auch eine Frage der Verantwortlichkeit. Frau von der Leyen wurde mit einer sehr engen Mehrheit im Europäischen Parlament gewählt, auch vor allem noch damals von den britischen Abgeordneten. Und das ist natürlich schwierig, weil sie anders als in Deutschland, es gibt keine wirkliche Regierung und Opposition, sie wird nicht gestützt von einer klaren Mehrheit, und das macht es für sie natürlich auch durchaus schwieriger, weil sie sich immer die Mehrheiten erkämpfen muss, und gerade nach diesem Verfahren ist es natürlich schon einfach auch schwierig, unbenommen ihrer persönlichen Qualifikationen, die ich jetzt nicht in Abrede stellen will. Wollen Sie nicht, auch nicht nach dieser Impfgeschichte? Gut, Herr Kaspari, was muss sich ändern an diesem Wahlverfahren? Kann sich die EU nochmal so einen Sündenfall leisten? Was sagt der Parlamentarier? Das haben wir ja letztes Jahr im Juli diskutiert, nachdem wir erleben mussten, wie Sozialdemokraten und Grüne aus parteipolitischen Gründen unseren Spitzenkandidaten blockiert haben und Macron dann die Gelegenheit genutzt hat, Ursula von der Leyen vorzuschlagen. Aber ich finde das Bild, Herr Krause, ein bisschen abenteuerlich zu sagen, wir hätten die EZB haben können und jetzt haben wir nur die Kommission. Also ich sage Ihnen ganz offen, ich habe lieber immer den Bundeskanzler als den Bundesbankpräsidenten, und ähnlich sehe ich auch die Machtstrukturen in der Europäischen Union. 네, 이 방송에서 저널리스트 플라이샤하워 씨는요, 뭐라고 얘기를 했냐 하면, 유럽연합에서
돈을 절약하지 않아야 될 곳에 절약을 한 진짜 멍청한 짓을 했다. 이렇게 얘기를 해요. Einen großen Unterschied zwischen Großbritannien und Europa. Die Briten haben etwa 25 Dollar ausgegeben pro Kopf für den Impfstoffankauf, wie wir weniger als 5. Die Amerikaner übrigens auch 25. Also das, wenn man mehr ausgibt, am Ende das auch einen Effekt hat, glaube ich, ist das kleine Einmaleins der Marktwirtschaft. Und der zweite ganz große Unterschied ist... Loben Sie jetzt die EU für ihre sparsame Einkaufspolitik? Das ist an der dümmsten Stelle gespart. Oder wenn man Zyniker ist, kann man sagen, ja gut, die brauchen so viel Geld in Brüssel, die brauchen halt für andere Dinge Geld, nicht für den Impfstoff. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr zu erklären. Wenn wir uns überlegen, also ich glaube, es war gerade jetzt die Allianz Research, die gesagt haben, dass uns der 5 Wochen Verzug im Lockdown in Europa 90 Milliarden Euro kosten. Nur 5 Wochen. In Deutschland allein sind es 8 Milliarden pro Woche. Und an dem Punkt zu sparen, ist unerklärlich. Und das Zweite, offenbar hat auch Brüssel komplett überrascht. 사실은 이렇게 독일 국민들이 지금 백신을 못 구하는 거에 대해서 화가 많이 나는 데다가 더 이렇게 충격받은 거는 그동안 영국이 코로나 상황이 정말 안 좋고 그쪽에 뭐 사망자 수, 확진자 수가 훨씬 더 많기 때문에 독일이 약간 옆집을 보고 우리는 정말 잘하고 있다 이렇게 안심을 하고 있었는데 갑자기 백신 접종에서 이렇게 뒤집어진 거예요. 그러니까 이제 충격을 받아서 이 지금 토크쇼를 하고 있는데 근데 이 유럽연합협회, 유럽운동협회 이쪽에서 세일씨가 한 말이 영국은 쟤네들은 지금 코로나 때문에 쏙같이 됐어. 그러니까 걔네들은 좀 이렇게 그나마 백신을 많이 받아서 정말 나는 기쁘다. 걔네들은 못하고 있으니까. 그치만 우리 영국을 뺀 유럽들은 잘 대응을 해서 그동안 잘 대응을 해서 코로나 위기에 잘 극복해 나가고 있다. 이러니까 우리는 잘 하고 있다. 괜찮다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 같은 토크쇼에 나왔던 사회자면 무슨 얘기를 하고 있는 건가 지금 저 사람이 이렇게. Also 80% des weltweit verfügbaren Impfstoffs wird in Europa hergestellt. Also es ist nicht in den nächsten 1-2 Monaten. Zahlen, die machen wir im Faktencheck morgen nochmal. Gerne. Wir haben ja viele Produktionsstätten in Indien, in Amerika. Genau, aber letztlich eine Herausforderung ist natürlich, dass man die Lieferketten hinbekommt. Und Europa fühlt sich verpflichtet und ich finde, das ist auch total wichtig. Darum finde ich auch die Debatte mit dem Vereinigten Königreich so ein bisschen schwierig, weil ich ehrlich gesagt froh bin über jede Dose, die in England oder im Vereinigten Königreich verimpft wird, einfach weil die Situation da so dramatisch ist, wie sie ist. Also wir haben ein Gesundheitssystem, was zusammenbricht. Wir haben die Mutation, die in Großbritannien wahnsinnig um sich greift. Also ich finde, das gehört auch zur Solidarität, dass man sagt, uns geht es hier in Europa relativ gut. Ich bin froh, dass das UK da schneller vorangeht. 저 그쪽 걱정되는데 이런 사람이 나중에 의장이 된다면 지금의 우르라 폰데르 라인보다 더 이렇게 좀 이렇게 불행한 사태가 벌어지지 않을까 이런 생각이 드네요. 이런 가운데 연방장관 브라운 씨가 우리는 여름에 모두들 백신 공급을 다 받아서 여름에는 비어가르텐에서 맥주를 마실 수 있을 거다 이렇게. Wir werden im April erleben, dass unsere Impfzentren unter voller Hochlast laufen, weil wir jetzt auch erste Modellierungen gemacht haben, die uns zeigen, dieses erste Quartal ist wirklich von Knappheit geprägt. Aber im zweiten Quartal werden wir sehr große Teile dieser Priorisierung abarbeiten können und im dritten Quartal, also noch im Sommer, wollen wir ja jedem Bürger in Deutschland ein Impfangebot machen. Also ich habe doch gerade gesagt, dass wir im Hinblick auf die Mutation und vieles andere keine Versprechungen machen sollten, die wir nicht halten können. Und deshalb eine Aussage auf ein Datum genau. Aber Sie haben gesagt, im Sommer können wir wieder Biergarten sitzen. Ich habe gesagt, diese Pandemie wird im Laufe dieses Jahres ihren Schrecken verlieren und deshalb können wir im Sommer auch irgendwann wieder im Biergarten